unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Herzliches Willkommen besonders an die beiden Autorinnen, die von weit her angereist sind. Frau Professorin Lehnemann und Frau Professorin Schlothäuber. Wir feiern heute, wenn ich das richtig sehe, ein Abfallprodukt. Oder wenn man es freundlicher ausdrückt, ein Nebenprodukt. Nämlich ihrer Forschungen unter anderem zu den Lüner Briefbüchern. Aber dazu ja nachher noch mehr. Auf jeden Fall ist es auch ein Grundlagenwerk, nämlich über das Leben der Nonnen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Ich bin sicher, viele hier haben das Buch schon verschlungen und sind trotzdem oder gerade deshalb heute hierher gekommen, denn uns erwartet mehr als eine Lesung. Danke, dass Sie beide noch weitere Hintergrundinformationen und Hintergrunderlebnisse uns bieten werden, an den Originalschauplätzen zum Teil und mit den Original- oder zumindest mit Originalgegenständen. Wir sind gespannt, wir haben das Programm etwas umgestellt, fangen jetzt mit der Lesung oder dem Vortrag an, machen dann die Führung, danach gibt es Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, weitere Bücher zu kaufen und zu reden. Und wir schließen diesen ganzen Tag mit der Vesper, mit der Andacht auf dem Nonnenchor ab. Der NDR macht Filmaufnahmen. Wem das unheimlich ist, der muss sich irgendwie so hinsetzen, dass er nicht ins Bild gerät. Danke. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und vor allem an den ganzen Konvent und sowohl an die Altäbtissin wie an die gegenwärtige Äbtissin, dass wir so hier immer willkommen geheißen worden sind. Nicht nur heute, sondern über die, nun müssen wir sagen, Jahrzehnte, die uns die Frauen aus den Klöstern fasziniert haben. Und es ist ein besonderes Vorzugsrecht, wenn man über einen Gegenstand forscht, der eben nicht nur alt und in den Archiven ist, sondern der gelebt weitergeführt wird. Und insofern feiern wir heute die unerhörten Frauen im Mittelalter, aber auch die unerhörten Frauen hier und jetzt. Wir haben uns vorgenommen, die Lesung, Vorstellung, die auf eine knappe Stunde konzipiert ist, so zu machen, dass wir erst kurz über die Vorgeschichte des Projekts berichten und Eva Schlothäuber als Historikerin dann die Frauen, die wir in dem Buch besprochen haben, situiert in dem größeren Bild von Frauenklosterleben im Mittelalter. Und dann greifen wir uns ein Kapitel raus aus dem Buch, nämlich das Singen. Und wie es im Mittelalter war, wird das auch etwas partizipatorisch sein. Das heißt, nach einer kurzen Einleitung werden Sie alle aufgefordert, sich in die Gemeinschaft eines Klosters im 15. Jahrhundert hineinzuversetzen und mit einzustimmen in einen Gesang. Schon zur Vorfreude oder zum Zittern gesagt. Und als Bonus am Ende werden wir aus 2 Briefen lesen, die hier eben im Kloster Lüne verfasst wurden und aus denen kurz im Buch zitiert wird, aber die wir da nicht Platz hatten, ganz auszuführen, auch als Werbeblock dann weiter in den Briefen zu lesen. Es fing eigentlich alles an mit einem Spiegelartikel über die Lüner Briefe und dann wurde Christine Rotter vom Ullstein Verlag auf das Projekt aufmerksam und ich glaube, du warst die letzte Besucherin, bevor die Pandemie zuschlug, in Oxford und sprach mit mir darüber, ob man aus dem Projekt etwas machen könnte, was einen weiteren Leserkreis ansprechen würde und
grundsätzlich die Hintergründe aufarbeiten. Und das bot sich eben deswegen an, weil Eva Schlothäuber auch über weitere Quellen gearbeitet hatte, die noch stärker als nur die Briefe erlauben, einen Einblick in das Alltagsleben bieten. Denn was der Titel sagt, die unerhörten Frauen, die Stimmen der Frauen, die man so nicht gehört hatte, wollten wir möglichst im O-Ton verfügbar machen. Und das sind einmal die Briefe und zum anderen eine singuläre Quelle, über die Eva Schlothäuber für ihre Habilitation gearbeitet hatte, das Tagebuch einer Nonne aus Braunschweig aus dem 15. Jahrhundert. Und so ist unser Buch so aufgebaut, dass wir für jedes Großkapitel Grundlagenthemen wie funktioniert die Erziehung im Kloster, wie war das Verhältnis zu den Familien, immer erst die Nonne selbst zu Wort kommen lassen in Nacherzählung und dann der andere Schwerpunkt, den wir uns von Anfang an vorgenommen hatten, war den singulären Reichtum an materiellen Quellen, den die norddeutschen Frauenklöster und eben vor allem die Lüneburger Klöster bieten, auszuschöpfen und diese Schätze, die Sie, die hier im Raum sitzen, alle gut kennen, aber die noch viel zu wenig, nicht nur ungehört, sondern auch ungesehen sind, auch sichtbar zu machen. Das ist also ein multimediales Sichtbarkeitsprojekt, dieses Buch, die Stimmen hörbar zu machen, die Objekte sichtbar zu machen. Und das heißt, das dritte Unterkapitel jedes Großkapitels ist die Vorstellung einer Quelle, eines Objekts aus dem Kloster und in den Führungen nachher werden wir auch diese Objekte mit vorstellen. Natürlich auch vor allem das Titelbild, was die regelmäßigen Lüner Besucher wahrscheinlich erkannt haben. Es ist die Vision der Dorothea von Meding auf dem Nonnenchor. Aber hier für heute, jetzt in der Buchvorstellung, werden wir uns eben auf das vierte Großkapitel konzentrieren, Musik und Reform. Bevor wir dazu kommen, übergebe ich das Wort an Eva Schlothäuber, die etwas Grundsätzliches zu den Frauenklöstern im Mittelalter sagen wird. Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein können, an die Äbtissin und an die alte Äbtissin. Und ich freue mich sehr, dass die Netzwerke der Nonnen gut funktionieren, genau wie im Mittelalter heute auch. Und das ist tatsächlich etwas, was typisch ist für die Frauenklöster. Die waren immer Zentren in der Region und sie waren auch große Wirtschaftsunternehmen, muss man sich vorstellen, denn eine Frauengemeinschaft gerade in Klausur über das ganze Jahr zu versorgen, das ist eine ziemliche Aufgabe. Sie müssen sich vorstellen, hier in Lüne haben sicherlich so zwischen 200 und 300 Menschen gelebt, die davon versorgt werden mussten, vielleicht 60 bis 70 Nonnen und dann Laienschwester und die männlichen Betreuer und so weiter. Es war eine große Gruppe und die alle zu versorgen, war gar nicht so einfach. Aber bevor wir mit Lüne anfangen, würde ich Ihnen gerne ein bisschen was erzählen über die lange, lange Geschichte, die die Frauenklöster in dem europäischen Mittelalter eigentlich haben. Und das geht eigentlich zurück auf die allerersten Anfänge monastischen Lebens. Sie alle kennen vielleicht Antonius Eremita, eine ganz faszinierende Figur, ein Aussteiger im 3. und dann Anfang des 4. Jahrhunderts geht er in die Wüste. Aber weil das eremitische Leben nur was für ganz wenige war, hat sein Schüler und Nachfolger Pachomius das Gemeinschaftsleben sozusagen etabliert. Und da waren von Anfang an Frauenklöster mit dabei. Das liegt an dieser apostolischen Nachfolge, die die Bibel ja auch propagiert. Und das Verhältnis war meistens so 2:3, also 9 Männerkloster und 3 Frauenklöster hat Pachomius gegründet. Und als dann diese Bewegung auf das Frankenreich, also auf nach Südfrankreich zunächst und dann Irland und so weiter übergreift,
Da schon ganz früh hat Cäsarius von Aal für seine Schwester Caesarea eine Regel geschrieben, und da sehen Sie auch diese berühmte Abbildung, die ist jetzt so ein bisschen zu hell ausgeleuchtet, aber da müssen Sie sich vorstellen, dass der Bischof für seine Schwester eine eigene Regel schreibt. Und das meine ich ganz ernst, die Frauen haben nach ihren eigenen Regeln gelebt. Das waren sozusagen Anpassungen, und ein Teil davon war ein ziemlich anspruchsvolles Bildungsideal. Und das kennzeichnet gleich auch die Frauenklöster als ein eigener Raum, in dem diese Bildung eben erworben werden konnte, die man brauchte, um sozusagen Sinn erfüllt, das Leben mit Sinn erfüllen zu können, hinter den Klostermauern und auch reflektieren zu können und dann eben den Dienst an Gott so wie sie sich das vorgestellt haben, durchführen zu können. Und dafür haben sie natürlich auch Kinder aufgenommen, also Frauen oder Mädchen im Alter von 5 bis 7 Jahren, um ihnen diese Bildung dann eben zu ermöglichen. Am Anfang war das ein Elitephänomen, also die Königinnen, die Hochadligen haben Klöster gegründet, und ganz oft so wie die Itta und Gertrud, die kennen Sie vielleicht, die heilige Gertrud, ist übrigens die Heilige für die Augenleiden, also ganz relativ wichtig. Und da ist so eine typische Situation, dass nach dem Tod Pippins des Älteren gründet sie auf dem Familiengrundstück, eine riesige Güter waren das damals, das Frauenkloster Nivelles, das sehen Sie hier, das ist sehr eindrucksvoll. Das war nämlich die mächtigste Institution in dem Raum. Sie denken vielleicht, Brüssel sei das Herz von Europa, da liegen Sie falsch. In Wirklichkeit ist das Herz von Europa 70 Kilometer südlich, Nivelles, die heute verschlafene Kleinstadt Nivelles, wo eben die Karolinger-Dynastie, also die Vorfahren von Karl dem Großen, ihren Anfang genommen haben. Und das hätten sie nicht getan, wenn nicht Itta nach dem Tod des Mannes, da war sozusagen eine gefährliche Situation, die konkurrierenden Merowinger Könige wollten eigentlich zugreifen auf Gertrud, die Tochter, und durch eine Heirat sozusagen die Macht der Pippiniden an sich bringen. Das hat sie damit verhindert, indem sie ein Kloster gegründet hat, und ihre Tochter Gertrud wird dann die erste Äbtissin. Da müsst ihr sich vorstellen, dass Nivelles 1200 Jahre lang funktioniert hat. Also das ist echt eine Leistung als Frauengemeinschaft, als sehr mächtige Frauengemeinschaft. Das ist der Westteil, der Westbau von Nivelles. Wenn Sie da mal hinkommen, müssen Sie unbedingt hingehen. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Da hat die Äbtissin Gericht gehalten über die Mitglieder, die Bürger von der Stadt Nivelles, oder auch über die Ritter, die auf den Gütern von dem Kloster Nivelles gelebt haben. Also sie war die wichtigste Grundherrin der Region, und Sie müssen sich vorstellen, dass sie natürlich auch so eine Art Bildungszentrum waren. Also die Fähigkeit zu schreiben wurde da sehr gepflegt, und zwar deswegen, weil die ganzen karolingischen Frauenklöster das Vorbild der Schrift für die karolingische Schriftreform waren. Also hier haben wir die Kodizes hergestellt, eine wunderschöne Schrift, die man in ganz Europa kopiert hat und gesagt hat, okay, so wollen wir schreiben. Und die war so schön, die Schrift, dass die Humanisten im 15. und 16. Jahrhundert gedacht haben, das haben die Römer geschrieben. Das können nur die Römer geschrieben haben. So schön ist das. Ja, also aber wie ich schon gesagt habe, das ist erstmal so ein Elitephänomen gewesen. Hier auch die Königin Radigunde, die zieht sich dann in ein Kloster zurück und schreibt, als Autorin dort gekennzeichnet. Und hier in unserem Raum sind es dann die Autoren, die Gandersheim, Essen und Quedlinburg gründen. Und da müsst ihr euch vorstellen, in den sensiblen Gebieten nahe der Liotizen gründen die eben Frauenklöster als Schutz für ihre Besitzzentren auch, nicht zuletzt als das. Und diese Äbtissinnen, die waren, nicht anders als heute, sehr einflussreich und haben zum Teil sogar wie Mathilde den Stammestagen vorgestanden. Ja, aber dann kommt sozusagen eine Art von Bruch im 12. Jahrhundert. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass üblicherweise, sagt man sich so, Frauenklöster, die haben in Klausur gelebt, hat ja eigentlich gar keine Rolle gespielt, ob sie nun da waren oder nicht. Man hat sie nicht gesehen, sie waren eingeschlossen, womöglich ist auch Zwang im Spiel. Aber diese Ansicht, die die ältere Literatur sehr lange verfolgt hat, die kann man eigentlich ganz leicht dadurch widerlegen, denn Sie müssen sich mal vorstellen, dass unter Zwang so eine Institution keine Generation überleben würde. Ne? Sie können einfach Leute, die unwillig, das würde nicht funktionieren.
Das Gegenteil ist nämlich passiert. Im 12. Jahrhundert gibt es eine große Bewegung, eine Armutsbewegung, das ist heute wieder ganz interessant, also eine Abkehr von Luxus. Die Welt wurde reicher und da gab es eine große Armutsbewegung und aus dieser Armutsbewegung sind ganz viele neue Frömmigkeitsformen hervorgegangen. Und aus dieser Bewegung stammt eigentlich auch das Kloster Lüne, was wir hier haben. Man hat sozusagen dieses alternative, so eine alternative Lebensform, alternative Normen, nach denen so ein Kloster funktioniert hat. Die wollten immer mehr Menschen im Mittelalter, Männer wie Frauen, sozusagen sich ermöglichen. Und dann sagt Jakob von Vitry, es gibt Frauenklöster wie Sterne am Himmel im 12. Jahrhundert. Und da sehen Sie hier auf dem untersten Bild, es ist leider auch ein bisschen klein, aber vielleicht können Sie es erkennen, das ist die Vision der Katharina von Siena und die zeigt eben sozusagen die Nonne, wie sie im Himmel Christus heiratet. Und das war eine ganz wichtige Vorstellung, denn die Sponsa Christi, die Braut Christi, das war sozusagen die Braut des höchsten Königs, eine hohe soziale Stellung und die hatte auch eine Autorität, denn Christus war die Weisheit und das Leben, aber auch also sozusagen die Wahrheit, also der Gegensatz von Fake News, sage ich jetzt mal. Und dieser Wahrheit und dem Wissensquell waren die Nonnen eben sehr nah. Und damit waren ihre Stimmen, wichtige Stimmen, sowohl in der Fürbitte als auch eben sonst, wie wir das hier haben mit der Kommunikation über die Briefe. Genau. Und ich habe Ihnen hier mal zusammengestellt, das will ich nur ganz kurz sagen, so die Funktion, damit Sie sich so ein bisschen ein besseres Bild davon machen können, welche Bedeutung denen eigentlich zugekommen ist in der gesamten Vormoderne. Also einmal waren sie sozusagen Räume generationenübergreifender Verankerung von Macht und Einfluss der Familien, denn die Kirche war schlau und die hat gesagt, einmal der Kirche geschenktes Gut darf nicht zurückgenommen werden und wenn Sie 12 Kinder haben, da wird das weltliche Gut natürlich aufgeteilt, da sieht es dann nachher so aus, wie es dann so aussieht. Ne? Aber das konnte bei geistlichen, also bei Gütern, die unter geistlicher Herrschaft standen, nicht passieren. Und deswegen hat man die sehr gerne umgewandelt in solche Klöster. Und zum Beispiel die Autoren, die kommen dann dahin, feiern Ostern und Weihnachten, das sind auch Orte der Macht. Dann haben die Frauen und die Männer die Gebetsverpflichtung übernommen, Totengedenken und auch die schriftliche Erinnerung. Ne? Denn das waren Orte, wo man schreiben konnte, während die Laien in der Regel ja nicht schreiben konnten. Und dann etwas, was mich immer sehr fasziniert und interessiert hat, nämlich die Frauenklöster, müssen Sie sich vorstellen, waren auch Orte der Reflexion von Lebensmodellen. Also wo die Leihkaien, Verwandten, die weiblichen Verwandten von den Nonnen, von den Nichten und den Tanten sozusagen ihre Lebensform reflektieren konnten und die geistliche Lebensform reflektieren konnten und verschiedene Modelle sich überlegen konnten, wie kann das funktionieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel Elisabeth von Thüringen, die wie so ein religiöses Leben führt, aber nicht in Kloster eintreten will. Ne? Und so entwickeln sich im 12. Jahrhundert in der Beziehung mit den Bedürfnissen der Gesellschaft ganz viele neue Formen von Lebensentwürfen, denen in den verschiedenen religiösen Settings Raum geboten wird. Da haben wir einmal das stiftische Leben, so wie in Nivelles. Da kann ich Ihnen sagen, da ging es auch hoch her. Also die hatten Affen und Hunde und wer weiß was alles. Also da war ordentlich was los. Die konnten auch wieder zurück ins Leben, wenn sie keine festen Gelübde geleistet hatten. So. Dann hat man diese große Welle der Doppelklöster gehabt, also man hat im 12. Jahrhundert nach apostolischem Vorbild Männer- und Frauenklöster, wie bei den Prämonstratenserinnen zum Beispiel gegründet oder bei den Begitten etwas später. Das hat manchmal funktioniert. Eine große Welle war das Leben in persönlicher Armut. Denken Sie an Clara von Assisi, die gesagt hat, ich sehe nur klar im Spiegel meiner Seele, wenn ich nicht reich bin, wenn alles Unnütze weg ist. Oder wie die Dominikanerinnen, die ein ganz raffiniertes Konzept hatten, haben nämlich gesagt, zu uns können alle kommen, die im weltlichen Leben irgendwie unglücklich sind. Also die haben in den Anfängen auch Frauen aufgenommen, die sich von ihren Männern getrennt haben, mit ihren Kindern und mit den Kindern aufgenommen und Witwen und vor allen Dingen auch welche, die den Katharern oder den Albingensern
oder anderen heretischen Bewegungen nahegestanden haben, die haben sie aufgenommen und denen ein selbstbestimmtes Leben in ihren Klostermauern ermöglicht. Und weil die Katharer zum Beispiel und die Albigenser und so, die haben den Frauen viel mehr Wirkmacht zugestanden. Also da durften die predigen und sowas alles, was die der katholischen Kirche nicht durften. Und deswegen war die katholische Kirche gezwungen, den Frauen mehr Handlungsraum zu geben, um mit den Katharern konkurrieren zu können. Also die Dominikaner sind ganz wichtig gewesen. Dann gab es sowas wie die Beginen, semi-religiöses Leben. Ja. Die werden Sie wahrscheinlich kennen. Und es gab eben dieses Ordensleben in strenger Klausur, wie die Benediktinerinnen oder Zisterzienserinnen, Augustiner Chorfrauen. Und die allerstrengsten sind natürlich die Kartäuser und Kartäuserinnen, die haben geschwiegen und deswegen brauchten sie auch nie eine Reform. Deswegen sage ich jetzt nichts weiter. Und natürlich ganz die Inklusinnen oder die Eremitinnen, und die sollten Sie auch nicht unterschätzen. Da habe ich Ihnen mitgebracht die heilige Vigorada. Ist jetzt leider auch sehr klein, aber die ist im 10. Jahrhundert, hat die als Inklusin bei dem Kloster St. Gallen gelebt und die war hoch verehrt von den Mönchen als weise Frau und hat zum Beispiel vorhergesagt, dass die Hunden in St. Gallen einfallen würden und hat den Mönchen ermöglicht zu fliehen und ihre wertvollen Bücher mitzunehmen. Und sie selber ist da geblieben und hat das Martyrium erlitten, was da unten dargestellt ist. Und dafür haben wir die Mönchen eines der schönsten Handschriften gewidmet, die St. Gallen zu bieten hat. Ja, also das ist so ein bisschen so der Rahmen, in dem sich Lüne eigentlich bewegt, als eine von diesen Gemeinschaften. Sie können sich jetzt wahrscheinlich ganz gut vorstellen, dass die Frauen eingebunden waren und eingebunden sein mussten in sehr, sehr viele Bezüge, in wirtschaftliche, in rechtliche, in religiöse und so weiter. Und diese Bezüge wurden auch immer mal wieder aufgerufen zu großen Klosterfesten, zum Beispiel bei Eintritt einer Tochter oder wenn ein Familienmitglied gestorben ist, dann kam man in der Klosterkirche zusammen oder auf dem Friedhof und hat gemeinsam getrauert und so weiter. Aber es waren nicht nur solche Anlässe, sondern es waren eben auch andere Anlässe, wo man gemeinsam zusammenkam. Und da gibt es eben aus dem Tagebuch einer Zisterzienserin eine schöne Geschichte, die ich Ihnen gleich vorlesen möchte. Aber zunächst, bevor ich das tue, möchte ich noch ein, zwei Sätze sagen zu dieser Zisterzienserin und ihrem Tagebuch. So. Sie müsste sich vorstellen, dass es ganz selten ist, es war natürlich ein hierarchisches Gefüge und die Obedienz, ja, der Gehorsam war sehr wichtig. Und normalerweise haben nur die Amtsfrauen geredet, also die Äbtissin oder vielleicht auch die Priorin oder eine wichtige Lehrerin oder so. Von denen haben wir Quellen. Und deswegen fand ich damals, als ich diese kleine Handschrift gefunden habe, der anonymen Zisterzienserin von Heiligkreuz, ist so faszinierend, dass man plötzlich mal eine Nonne hört, die einfach eine ganz einfache Nonne war im Konvent. Und die hatte ein Gebetbuch, das hatte typisches Nonnenklosterformat, das war so klein. Und da hat sie alles radiert mit einem Rasiermesser, mit dem man sich heute den Bart rasiert. Das hat man früher genommen, um die Pergamentseiten abzuradieren. Und darauf hat sie geschrieben, was in ihrem Leben passiert ist. Und zwar auf Latein. Ihr Latein ist sehr einfach. Aber sie konnte wunderbar erzählen. Sie hat wirklich eine Begabung zu erzählen. Diese Nonne, leider wissen wir nicht, wie sie heißt, hat etwa 30, 40 Jahre aus ihrem Leben berichtet und sie stirbt vermutlich 1506 an der Pest. Da endet dieses Buch, was immer dicker und immer dicker geworden, dieses kleine Gebetbuch. Und es ist ganz dramatisch, wie sie endet, weil der Bäcker kriegt die Pest. Der Bäcker kriegt die Pest. Das ist natürlich, ne? Und dann die Laienschwestern und dann die Priorin. Und dann bricht es mitten auf der Seite irgendwie ab. Ja. Also, das ist das Tagebuch, eine besondere Stimme, weil sie sozusagen nichts zu verantworten hat. Sie schreibt, sie hat nichts zu verantworten, sie hat kein Amt, sie kann es einfach so beschreiben, wie sie es erlebt hat. Und sie möchte, dass die nachfolgende Generation nicht dieselben Fehler machen, die sie gemacht hat, oder die Konvent gemacht hat. Das ist eins von diesen Motiven, die sie tragen. Also, daraus lese ich jetzt ein bisschen was vor.
Es war im Sommer 1491, als die Äbtissin Mechthild von Vechelde dem Konvent ankündigt, es soll mal wieder ein Fest zum Leinenschwingen geben. Also das ist, wenn man Leinen aus Flachs macht, dann ist eben der Gewinn von Leinen aus Flachs, dann dazu ist das Schwingen eben notwendig. Ne? Damit, so sagt die Zisterzienserin, wir uns darauf freuen konnten und wir, wenn wir wollten, Lieder dazu singen können. Diese Nachricht gefiel uns allen sehr, sowohl den Alten als auch den Mittleren und den Jungen. Sofort begann eine ganz rege Vorbereitungstätigkeit und weil es das schon so lange nicht mehr gegeben hatte, versuchten die Frauen, die alten Lieder, die dabei gewöhnlich gesungen wurden, sich wieder ins Gedächtnis zurückzurufen und für das kommende Fest umzuschreiben. Die Schwestern mittleren und jungen Alters, die hatten auch noch bessere Augen, die konnten diese Lieder aufschreiben und die Jungen und die Älteren übten sie mit großem Eifer ein. Und so wichtig war uns die Vergnügung, schreibt die anonyme Zisterzienserin, dass wir nicht bedachten, welches Ende diese Nichtigkeit nach sich ziehen würden, weil wir nämlich ganz sicher glaubten, dass sowas jetzt jedes Jahr wieder erlaubt sein würde. Als ein geeigneter Tag gekommen war, ließ unsere Herren das Leinen hereinbringen, in unseren Klosterhof hereinführen und sie sorgte auch für ein großes Rad in der Scheune, damit wir dort den heiteren Tag des Leinenschwingens zubringen konnten. Und zu unserer Hilfe, damit wir das nicht alleine machen mussten, erlaubte sie unserer gesamten Familie, das ist keine Familie im heutigen Sinne, sondern das waren alle, die auf dem Klosterhof lebten, also die ganze Familie durfte eintreten, die Männer und die Frauen, der Beichtvater, das war in den Jahren Heinrich Sennstede, oder der Propst, das war Georg Knochenhauer, die Scholaren und wer sonst auch noch alles dabei sein wollte, die Mägde und die Präbendare. Und für diesen Tag war damit die Klausur, die man in Heiligkreuz sonst immer sehr streng genommen hatte, aufgehoben. Die Nonnen, vor allen Dingen die Jüngeren und die Novizinnen und die Mädchen und die Laienschwestern, die sangen zusammen geistliche Lieder oder etwas weniger geistliche, deren Inhalt aber für die Klosterleute so gerade noch akzeptabel war, wie die Zisterzienserin hinzufügte. Und als sie keines der ehrbaren Lieder mehr zu singen wussten, ließen sie die Mägde und die Präbendarin weltliche Lieder singen und wer wollte, sang mit. Aber zu dieser Zeit lebte Salome, die Tochter eines niederadligen Konrads von Schwichelt, mit einer Laienschwester als Gast im Kreuzkloster. Und diese Laienschwester kam aus Wöltingerode und Wöltingerode war ein Vorzeigereformkloster und Heiligkreuz bei Braunschweig war nicht reformiert, sodass da sozusagen da gab es so eine kleine Spannung. Und sie war da, die Salome, weil sie krank war und im nahen Braunschweig es Ärzte gab. Genau. Und die Wöltingeroder Laienschwester war über das Leinenschwingfest und über eine derartige Ausgelassenheit sichtlich schockiert. Die Tagebuchschreiberin notiert, dass sich einige darüber befremdlich erzeigten. Wie mir schien, vor allen Dingen die Laienschwester aus Wöltingerode, die empörte sich gewaltig. Sie sagte, sowas habe sie doch nie zuvor gesehen oder gehört und ihr missfiel eine derartige Vergnügung sehr. Aber die Braunschweiger Nonnen, die Laienschwestern und die Mägde, die Priester und die Knechte, die hatten ihren Spaß. Für unsere Äbtissin sangen sie aus Respekt etwas zu ihr Passendes. Ähnlich taten sie es für den Propst, indem sie O bester Prälat und andere Lieder sangen, die sie aus dem Stegreif gedichtet hatten. Der Tag endete mit kleinen Geschenken für die Sängerinnen und einem gemeinsamen Essen für alle Helfer. Auch der Propst, Georg Knochenhauer, war sehr angetan, oder jedenfalls tat er so. Die Sängerinnen und Sänger, wie gesagt, erhielten Preise und Geschenke und auch der Beichtvater und der Priester taten so, als ob sie uns gewogen seien. Auch unsere Herren und einzelne Amtsfrauen gaben einen Preis, auch wenn der nicht besonders kostbar war. Natürlich sollte man ja keinen Besitz haben. Und abends gab uns unsere Herren allen, die geholfen hatten, zu essen und zu trinken. Ja, aber die Sache endete etwas unglücklich. Also der Tag selber war wohl großartig, sie berichtet eben seitenweise davon, aber in der Stadt Braunschweig gab es danach Gerüchte, dass schon dieses kleine Fest des Leinenschwingens nicht mehr in das Klima der neuen reformgeprägten Zeit passte. Die Quittung folgte auf dem Fuße. Die Personen aus dem sozialen Umfeld des Klosters,
von denen sie keine Namen weiß oder nicht schreibt. Die nahmen Anstoß an dem Fest und sie wandten sich an den Beichtvater und an den Propst und bewegten ihn dazu, die Nonnen für diese Unternehmung zu tadeln. Und so endet der vergnügliche Bericht der Tagebuchschreiberin ernüchtert. Zitat: Und all das habe ich deshalb so bis in das Einzelne beschrieben, weil uns eine solche Vergnügung lange Zeit nicht mehr erlaubt worden war und wir dergleichen auch für eine lange Zeit nicht mehr erlangen konnten, weil große Missstimmung daraus entstanden ist, da einigen alles, was an diesem Tag passiert war, sehr missfallen hat und sie es deswegen schwer verurteilten. Und sie bewegten auch den Beichtvater dazu, uns zu verurteilen und zu tadeln und hauptsächlich, wie es uns schien, dafür zu sorgen, dass dergleichen nicht häufiger geschieht. Und der Propst, Georg Knochenhauer, reagierte strategisch, wenn er eine derartige Situation für die Zukunft umging, indem er einfach den Leinanbau im Kloster untersagte. Vielen Dank. Das ist also die Einleitungsgeschichte zu Kapitel 4, Musik und Reform. Und das Bild, mit dem wir das Kapitel enden, ist eins aus Kloster Ebsdorf, aus einer der Schulhandschriften, wo gezeigt wird, wie die Nonnen tatsächlich diese Musikkenntnisse erwarben, die dazu notwendig waren, nicht nur die Musik aufzuführen, sondern auch aufzuschreiben. Sie sehen links eine ältere Nonne, die einem Klosterlehrkind zeigt, wie sie mit dem Stift, dem Stilus entlangfahrend die Notenlinien lesen kann. Und Sie sehen diese überdimensionale Hand, an der Intervalle gezeigt werden konnten. Das heißt, wenn dann die Kantrix Anweisungen gab, wie etwas zu harmonisieren war, konnte man das an dieser Merkhilfe sich erschließen. Und Sie sehen auch geistliche Vergnügungen im Klostergarten rechts unten. Ich werde dieses aber jetzt nicht weiter ausführen, das sollen Sie im Buch lesen, sondern passend zu dem Laienschwingen eines der Lieder vorstellen, die vielleicht in die Kategorie fallen, die als nicht ganz so geistlich einzustufen sind, beziehungsweise diese Art von Gstanzelsingen, die da auch beschrieben wird, dass die spontan Lieder auf die anwesenden oder auch nicht anwesenden Geistlichen schrieben. Es ist ein Lied aus dem Wienhäuser Liederbuch. Ich habe die Doppelseite hier gezeigt. Rechts unten sehen Sie ein rein geistliches Lied, Christus und die minnende Seele, wo Sie auch sehen, wie die Noten notiert sind. Für das Lied, das davor steht, was hier mit dem großen A anfängt, Asenus in der Mola, gibt es keine Notenaufzeichnung. Es muss also wahrscheinlich als auf eine Melodie gesungen worden sein, die populär war und auf die man dann einfach neue Strophen dichten konnte und wurde deswegen nicht aufgeschrieben. Es geht um das Motiv des etwas eselhaften Klerus, der nicht wirklich Latein kann. Sie sehen hier den Esel, der aus einem Buch liest, in dem zwei große Buchstaben stehen. Ich weiß nicht, ob Sie die hinten erkennen können, sind die Vokale I und A. Rechts wird er assistiert von einem Diakon in Wolfsgestalt, der auch mit aufgerissenem Mund zu singen scheint. Und dieses Lied ist so aufgezeichnet im Wienhäuser Liederbuch, dass deutlich ist, es steht zwischendurch immer bis, also zweimal zu singen, dass das ein Lied war, bei dem mitgesungen werden sollte. Es gab also eine Vorsängerin und andere antworteten dann mit dem Refrain und so werden wir das auch einmal ausprobieren. Ich singe das Lied und Sie
immer dann, wenn es gelb oder blau ist, das sind die Zeilen, die Sie auf die gleiche Melodie wiederholen. Ich hatte gesagt, es gibt keine im Wienhäuser Heft, keine Melodie. Ich habe also meinen Kollegen Franz Josef Holznagel, der das Rostocker Liederbuch, was aus der gleichen Zeit, spätes 15., frühes 16. Jahrhundert datiert, gebeten, ob er eine passende Melodie für mich hätte. Und das ist ein Spottlied auf den Herzog von Braunschweig. Und ich dachte, das passt auch, das auf ein Spottlied auf den Klerus zu adaptieren. Und Sie werden merken, es hat einen sehr netten Rhythmus. Die erste Hälfte mit den gelb markierten Sachen ist ein ganz regelmäßiger Vierheber. Und der zweite Teil hat dann so beschwingte Betonungen und hat nur 3 Zeilen. So ein bisschen wie eine Art Zwiefacher, der gesungen wird. Azellus in der Mola, na Mola von sim Herren, Präsumserat in Skola, he wollt sie Lexie lehren. Präsumserat in Skola, he wollt sie Lexie lehren. Magister Bonodides, der Eselsbrack mit Leben, Pax inter Moses quies, ich lerne gerne Bräne. Pax inter Moses quies, ich lerne gerne Bräne. Cum, Esel ist dumm. Cum, Esel ist dumm. Sprich Latin, du bist nicht dumm. Visacco sopli vissi, Visacco sopli vissi. Och, gut gemacht. Ach, gut gemacht. Wollte ich wünschen all dem Dach, si potemas ist bissi, si possem adipissi. Si sire Alphabetum, von Stund wollte ich studieren, jus leges et decretum, darnach mocht ich plädieren. Jus leges et decretum, danach mocht ich plädieren. Pro magna prebenda, ich to Chore singe, dum clamo, vox est ia, der Sackschall mich nicht bringen. Dum clamo, vox est ia, der Sackschall mich nicht bringen. Leer, sehr, Esele, sehr. Leer, sehr, Esele, sehr. Du wärst noch wohl ein großer Herr, mox potes doctrinari, mox potes doctrinari. Sing, Esele klingt, sing, Esele klingt. Das war noch gut um alle Ding, si vis presbyterari, si vis presbyterari. Si essen Tambeatus, dann ich ein Priester wurde, hic esset Deo gratus, de mine misse horde. Hic esset Deo gratus, de mine misse horde. De in der Prädikaren, grot Afmat wollte ich gäven, und Saccus non portaren, so wollte ich sachte läven. Und Saccus non portaren, so wollte ich sachte läven. Do, du, dem also, do, du, dem also. Gato Chore, singe ho, nam vox est tibi bona, nam vox est tibi bona. Ja, da hat ich da. Ja, da hat ich da. Wenn ich auch ein bisschen da, portantum mihi dona, portantum mihi dona. Ich missam, dumm cantavit, do kam der Esel driever, hunk fuste verberavit, wo wurste nu inscriver. Hunk fuste verberavit, wo wurste nun inscriver. Cur disciplis, sic plebis, volher, lob in dem Nolen, Saccus portare debis, beide Schleppen und des Sohlen. Saccus portare debis, beide Schleppen und des Sohlen. Ach, hätt ich doch. Ach, hätt ich doch. Säcke tragen, wette noch. Tunk esset mies wabe, tunk esset mies wabe. Wow, werdet es wahr. Wow, werdet es wahr. Ihr verlobt in den olden Jahr, Pondus portare grave, Pondus portare grave. Und die Moral von der Geschichte, früh mit dem Lateinlernen anfangen und es nicht auf das Alter
verschieben. Und die Nonnen konnten sich eben drüber lustig machen, weil sie tatsächlich von Anfang an sowohl Latein wie Musik und all diese Sachen gebraucht hatten, die man brauchte, um tatsächlich theologisch und geistlich gelehrt zu sein. Und wie diese Ausbildung vonstatten geht, beleuchten wir und wozu sie dann auch die Frauen befähigte, wollen wir jetzt als Schlusspunkt, kommen wir auch genau hin, mit 2 Briefen aus Kloster Lüne beleuchten. Das erste ist ein Kinderbrief aus dem Kloster, geschrieben am 14. April 1503 von einem Mädchen aus Lüneburg, das zu einer ratsfähigen Familie gehörte, Anna von der Mohlen. Und die war erst mit 9 Jahren ins Kloster gekommen, also relativ alt innerhalb des Spektrums von Mädchen, das wir kennen. Und schreibt nun an ihre Eltern, beziehungsweise schreibt nicht, sondern kurz nach ihrem Eintritt diktiert sie ihren ersten Brief. Und ich habe das auch, den Brief vorgetragen, einmal in englischer Übersetzung im College, denn es ist wunderbar eine Art Fundraising Letter. Es beschreibt also in glühenden Farben, wie schön es im Kloster ist und warum sie das Klosterleben so liebt. Und entsprechend wurde auch eben ein Entwurf dieses Briefes hier im Kloster aufbewahrt und dann mit in diese Briefbücher kopiert, die wir herausgeben. Deswegen die Eltern werden auch nur mit N abgekürzt, damit dann so ein Brief auch wieder adaptiert werden konnte und für eine weitere Gelegenheit einzusetzen. Ich lese jetzt nur den Mittelteil daraus. Sie hat also schon ihre Eltern begrüßt und gesagt, es ist alles wunderbar hier. Vor allem gibt es gut zu essen. Unsere Läve Domina, heft mir so läv, als ihre lief. Ich äte mit ihr und ihrem Vater und trinke mit ihr und sie sorgt mir jo alle Tiet das Beste ut. Und gibt mir Facken, die Kühleken und die Flögelken von dem Höneken und die Knökelken von der anderen Spiese, die ich gerne mach. Die lässt sie mir alle Tiet ut soken und ich sage jo Vater für er, och, Läve Westgedomminger, ich wollte, dass min Läve en und der en wüssten, dass ich hier so wohl bin. Und wann ich ein Vögelke wäre und hände 2 Flüchte, so wollte ich zu ihm pflegen und wollte ihm sagen, wo Lävchen mir hättet und wo viele je mir gräben hätten. So sagt denn der Westgedomminger, nein, mein Lävkind, ich mach diener nur nicht entbehren. Ich will bitten, den Helgen hielgen Geist, die schall also in Wied duwe pflegen, hänte dienen Läven en und en und gäven jüm in ihre Härte, dass du hier nicht öde bist. Und sie schreibt dann noch ein ganzes Stück weiter und schließt dann mit einem Gruß und sagt, besucht mich doch bald. Und dann, wenn ihr kommt, und ihr brindet joch min Bohnen und min Enden mit und saget ihm so viele gute Nacht, also man ich Blömeke in diesem Sommer wachsen war's. Und habet ihr auch 3000 gute Nacht. Und wer sie dort befahlen, sund und selig, zu langen Tiden. Geskräfen und an den Mordeken ihrem Munde mit fremder Hand. Abschließenden Brief. Die Leute waren übrigens relativ fleißig. 1800 Briefe sind hier überliefert, eine ganz einmalige Quelle in 3 Handschriften, die wir netterweise auch dank des Klosterarchivars Wolfgang Brandes seit vielen Jahren sozusagen edieren können. Und die Briefe sind, die waren fließend zweisprachig. Sie wussten genau, wie sie jeden ansprechen sollen, weil sie auch solche Sammlungen hatten und Copy und Paste gemacht haben im Zweifelsfalle. Und die Klerus haben sie Latein angesprochen und auch die hochrangigen anderen Personen
während sie mit den Mitschwestern in Medingen und in Walsrode und in Wienhausen so eine ganz charakteristische Mischung zwischen Niederdeutsch und Latein hatten, und wo sie auch sehr viele neue Worte sozusagen latinisiert haben, um für ihre Bedürfnisse ein Vokabular zu haben, was ihre Lebenswelt wirklich zum Ausdruck gebracht hat. Aber an ihre Verwandten haben sie eben Deutsch geschrieben. Und zum Abschluss würde ich Ihnen gerne einen Trostbrief aus dem Kloster vorstellen. Darin waren sie besonders gut, denn sie hatten sozusagen, sie haben ja das allegorische Denken eingeübt bekommen in der Klosterschule, die relativ lang und auch streng war. Und da haben sie sozusagen gelernt, wie man tröstet. Und das ist auch ein Teil davon, weswegen wir so viele Briefe, das ist eine ganz einmalige Quelle hier haben, weil sie nämlich sehr begehrte Briefpartnerin waren. Und in diesem Fall, also hier ist wieder NN, wir wissen nicht ganz genau, an welche Familie sie geschrieben hat, aber es ist eine Nonne, die an ihren Vater und ihren Bruder geschrieben hat, als die Mutter gestorben war, und die Herren der Familie haben das nicht gut verknusen. Also auch wieder nur ein Teil davon, ne? Das lese ich aber jetzt in Hochdeutsch. Liebste N und N, also der Vater und der Bruder, ihr sollt über diese meine süßen Worte nachdenken, wenn ihr aus menschlicher Schwäche zu Zeiten melancholisch und wehmütig und bedroht, betrübt seid und sicher Trost und Hilfe braucht, wie ihr es schon so lange gewohnt seid. Wenn ihr nämlich gerne in die Gesellschaft von Freunden um des Trosten Willens gehen möchtet, um dort euer Herz auszuschütten, dann geht doch besser zu den besten Weinherren, nämlich zu dem verwundeten, blutenden, gekreuzigten Jesus, der euch den Weinkeller seines väterlichen, gütigen Herzens offen hält. Und er bittet euch, genau, dass ihr von dem süßen Wein trinkt, so viel euch danach gelüstet. Und ihr braucht dafür keine Arbeit zu tun oder Geld dafür zu geben, wie ihr es sonst tun müsst, wenn ihr euer Bier nämlich bezahlen müsst. Sondern ihr kommt zu einem innigen Gedenken noch etwas von dem Überfluss kriegen für Gesundheit und Heil, sowohl des Lebens als auch der Seele. Und darum bitte ich euch auch ganz freundlich aus kindlicher Liebe, dass ihr euch nicht zu sehr dem Trinken ergebt. Ich habe Furcht, dass ihr dadurch euer Leben schwächen und verkürzen konntet. Dafür müsstet ihr euch dann bei Gott verantworten. Darum haltet euch darin so viel wie möglich zurück, Gott zu ehren und eurer Seele zur Seligkeit und euren lieben Kindern zum Trost, damit wir euch, unseren lieben N, noch lange behalten mögen, wenn das der Wille Gottes und wenn das Nutze ist. Vielen Dank. Damit haben wir sozusagen den formellen Teil abgeschlossen und wir würden es jetzt so machen, dass wir eben die Objekte, die im Buch vorkommen, aus Kloster Lüne vorstellen würden. Wir haben es, da es doch eine ansehnliche Schar geworden ist, haben wir es so überlegt, dass wir quasi einen Stationenweg machen. Eva Schlothäuber wird mit der einen Hälfte des Saals, also hier zur Tür hin, zuerst draufgehen auf den Nonnenchor und da unser Titelbild betrachten. Und ich gehe mit der Fensterseite zuerst ins Teppichmuseum und dann zwei Konventualinnen haben sich bereit erklärt, dann die Gruppen auszutauschen. Das heißt, die Teppichgruppe wird dann durch den Kreuzgang raufgeführt auf den Nonnenchor und die Nonnenchorgruppe heruntergeführt ins Teppichmuseum. Dann haben sie auch noch etwas Bewegung zu der Kunstvorstellung. Und danach bietet das Kloster neben der geistlichen auch doch leibliche Erfrischung an, trotz unserer Warnung vor übermäßigem Weingenuss. Und wir können dann auch gerne die Bücher signieren, die zwischendurch erwerbbar sind.
feiern, waren die übrigens ganz groß im Mittelalter. Es war eine sehr wichtige soziale Einrichtung, die man sehr zelebriert hat. Und ich würde gerne noch hinzufügen, auf diesen Führungen sind Fragen herzlich willkommen.